Hallo zusammen, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um den West Highland Way und zwar alles, was ihr wissen müsst, um den West Highland Way zu wandern. Ich bin den West Highland Way mehrmals gelaufen und habe verschiedene Side-Trails versucht und bin am Ende auch noch weiter in Schottland unterwegs gewesen. Von der ersten Fernwanderung, dem West Highland Way, den ich jemals gemacht habe, gibt es auch ein Video. Das seht ihr hier oben verlinkt. Und genau, viel Spaß beim Video. Heute geht es bei mir tatsächlich nach Rottenburg, eine schöne alte kleine Stadt. Und dort werde ich euch ein paar Bilder zeigen und ein bisschen was über den West Highland Way erzählen. Willkommen in Rottenburg. Heute geht es ja um den West Highland Way. Was ihr auf jeden Fall machen müsst, ist loslaufen, die Sache planen ein bisschen. Ich empfehle euch, einfach die Sachen zu nehmen, die ihr habt. Also wenn ihr einen Wanderrucksack habt, kauft nicht extra neue Sachen. Ein paar Sachen braucht ihr, eine gute Regenjacke. Und ja, verpackt eure Sachen gut. Also in Plastiktüten, Hackliner bringen es nicht. Ich habe hier oben mal ein Video verlinkt, was meine Regenausrüstung ist und wie man Sachen einpacken kann. Auf dem West Highland Way bietet es sich auf jeden Fall an, alles doppelt zu packen. Also 2 Plastiktüten. Elektronik geht sehr schnell leer, weil es feucht ist. Und es wird regnen, es wird auf jeden Fall regnen. Aber der Weg ist super schön und ihr habt sehr viel, was ihr dort sehen könnt. Was auch sehr wichtig ist, gescheites Schuhwerk. Also ihr könnt nicht davon ausgehen, dass ihr keine nassen Füße bekommt. Ich bin Vertreter von Jogging-Schuhen. Das bedeutet, man hat schneller wieder trockene Füße, aber man muss tatsächlich auch gegen Ende vom West Highland Way einfach viel durch Wasser laufen. Das heißt, selbst wenn ihr hohe Schuhe habt, oder Gore-Tex-Schuhe, wird Wasser in den Schuh kommen, meistens von oben, und es kann kalt werden. Eine andere Sache, die auch sehr wichtig ist, ist Verpflegung. Man kann auf dem West Highland Way sehr, sehr viel einkaufen. Das heißt, alle 1-2 Tage kommt ja ein Essen ran. Tatsächlich ist es mit dem Wasser ein anderes Problem. Es gibt zwar überall Wasser, aber ja, wir hatten am Anfang tatsächlich ein bisschen Probleme mit dem Wasser. Das heißt, wir haben beim zweiten Mal, als wir gelaufen sind, einen Wasserfilter dabei gehabt, was sich absolut gelohnt hat, und haben dann maximal noch einen halben Liter getragen. Und das erste Mal haben wir tatsächlich Mikropur dabei gehabt und das war ein bisschen doof, weil es hat sehr, sehr lang gedauert, 1,5 Stunden, bis das Wasser wirklich rein war, und wir wollten uns halt keine Krankheit einfangen. Deswegen waren wir auf dem Conic Hill so ein bisschen durstig und haben dann auch diese 1,5 Stunden nicht abgewartet und haben dann relativ schnell das Wasser getrunken. Zum Glück sind wir nicht krank geworden. Prinzipiell könnt ihr den West Highland Way beim Übernachten mit verschiedenen Sachen machen. Es gibt die Variante 1, einfach in Hotels gehen, in Unterkünfte. Die müsst ihr vorher buchen. Dann könnt ihr einfach in Anführungszeichen wild campen, also das ist ja erlaubt. Oder ihr könnt auf Campingplätze gehen. Die muss man teils auch vorbuchen. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, wenn ihr irgendwo schlafen wollt, wo ihr es nicht dürft, fragt die Besitzer einfach. Also wir haben im Garten von jemandem geschlafen, das war super. Es gibt verschiedene Stellen, wo man nicht zelten darf, das sind die Nationalparks. Aber prinzipiell dürft ihr überall zelten. Es gibt den sogenannte Allemansrecht in Schottland, was euch erlaubt, überall zu zelten. Und das bietet sich absolut an. Die Campingplätze gerade vor dem Nationalpark, also kurz vorm Conic Hill, sind begrenzt. Da gibt es ein kleines Waldstück, wo immer alle campen, weil man halt im Nationalpark nicht direkt campen kann. Im Nationalpark selbst könnt ihr einfach Campingplätze anlaufen oder Hotels. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich auch eine Mischung zu machen. Das heißt, mal ins Hotel zu gehen, mal auf den Campingplatz gehen, mal in Bothies gehen, aber dazu erzähle ich euch gleich noch mehr. Das Wichtigste ist, an Campingplätzen, es gibt Trockenräume. Das heißt, wenn euer Zeug nass ist, kann man auf den Campingplatz gehen. Und da gibt es Räume, wo die Luftentfeuchter haben und Heizung. Da kann man einfach einen nassen Schlafsack auch mal trocknen. Der Nachteil bei diesen Räumen ist, dass dann alles stinkt, weil da ist alles muffig und klamm und es gibt einen sehr, sehr schlechten Geruch nach einem Schlafsack. Aber wenn es nass ist, besser als frieren nass. Auch wenn es Sommer ist, müsst ihr davon ausgehen, dass es viel regnet, dass es einfach auch nass und feucht und kalt werden kann. Die andere Sache zum Thema Schottland ist natürlich auch einfach Sturm, Nebel. Der Weg ist jedes Mal anders. Also das erste Mal, wo ich gelaufen bin, haben wir eine Etappe gemacht und die war so hart und wir waren einfach kaputt. Das Wetter war scheiße
Und beim zweiten Mal war die Etappe wunderschön. Das Ranauchmoor zum Beispiel war beim zweiten Mal einfach traumhafte Aussicht, perfekt. Aber gerade mit Nebel war es deutlich schöner als mit Aussicht. Es war natürlich anstrengender. Es war anstrengender und es hat geregnet und wir hatten sicherlich damals den Tiefpunkt unserer Reise dort, muss man tatsächlich sagen. Aber letzten Endes war es das wert. Und jetzt geht es von meinem kleinen Ausflug aus Rottenburg wieder nach Hause. Und genau, wenn ich was vergessen habe, tue ich das Update machen und hoffe, dass bis hierhin die Sachen für euch interessant waren.